Wir suchen eine schicke Decksalonjacht. Wobei schick und Decksalon schließt sich ja irgendwie so ein bisschen aus, oder? Nicht zwangsläufig. Die heute nicht, die nicht. Ja, okay. Okay, lass mal Finde ich gelten. gut aus. Die soll sich auch noch gut segeln lassen und ist für die Ostsee gedacht. Mit Nadine und Alex haben wir uns ja das letzte Mal schon die schrottige Sun Odyssey 40 DS angeguckt mit dem Kielschaden. Und jetzt geht's weiter. In dieser Folge geht es also in die zweite Runde. Ja, wir haben den perfekten Volltreffer gefunden, finde ich. Das gilt für das Schiff, allerdings nicht für den Makler. Mit dem hatten wir so ein paar Differenzen. Genau, und darauf gehen wir jetzt auch mal ein. Und zwar, wie sollte eigentlich ein Gutachten aussehen? Wieso sollte man ein Gutachten machen? An dem Schiff kann man das nämlich sehr gut zeigen. Und warum machen wir die Dinge so, wie wir sie machen? Los geht's. So, früh am Morgen um 5:30 Uhr. 5:30 Uhr. Ja. Los nach Holland. Jetzt beginnt ein echter Marathon für uns. Während der Corona-Zeit haben sich ja einige Projekte bei uns angestaut, weil wir nicht reisen durften. Jetzt werden die Maßnahmen wieder gelockert, so nacheinander. Und Genau. wir dürfen wieder. Wir haben etliche Kunden, die dieses Jahr noch über den Atlantik rüber wollen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen die Finger ziehen. Ja, jetzt sind wir jede Woche mindestens 3 Tage unterwegs. Echter Marathon. Und heute geht's nach Holland. Dann gucken wir uns eine Dela 41 DS an. Ja, schönes Schmuckstück. Ja. Decksalonjachten sehen ja gerne mal etwas unförmig aus. Zumindest lässt sich über das Erscheinungsbild vortrefflich diskutieren. Diese hier allerdings, die finden wir optisch schon mal sehr elegant. Also ich zumindest, wie wir im Intro gehört haben. Sie ist Baujahr 2002, soll in einem sehr, sehr guten Zustand sein, laut Makler und Inserat. Und wenn das so ist, dann ist der Preis echt heiß. Sie ist nämlich inseriert für 109.000 Euro. Hat ja 2 Meter Tiefgang, auch eine ordentliche Wing oder eine Wingbombe unten dran. Der wird ordentlich segeln, schätze ich, schön steif. Schönes Schiff auf alle Fälle. Damit kannst du große Touren machen. Ja, da hat die Dela damals eine sehr schöne Linie rausgebracht. Eine sehr schöne Serie von Schiffen quasi, die DS-Serie. Seetauglich, sehr komfortabel, sehen gut aus. Auch sportlich noch dazu. Richtig gut. Also auf den ersten Blick sieht dieses Schiff sehr gut gepflegt aus. Ja. Das sieht man, dass der Eigner da Herzblut reingesteckt hat und das ist wichtig. Momentan steht es an Land. Da hatten wir auch die erste Diskussion mit dem Makler. Die erste Besichtigung im Wasser hat nämlich ohne uns stattgefunden und deswegen versuchen wir mit dem Verkäufer dann immer das Gutachten zu organisieren. Da muss man drüber sprechen, denn der Verkäufer möchte meistens möglichst wenig Aufwand haben, ja, und wir wollen das Boot halt genauestens checken. Auf den ersten Blick sieht das Unterwasserschiff okay aus. Das Antifouling gehört zumindest mal komplett entfernt und neu gemacht, denn hier wurde einfach immer nur schön draufgepinselt. Aber am Ruder sieht man mal wieder, dass es doch gut und richtig ist, sich auch an Land ordentlich Zeit zu nehmen. Das ist im Übrigen genau das, was ich meine. Die holen das Ding raus, dann trieft alles vor Wasser, dann wird so ein bisschen gemessen. Kann man machen, ist aber nicht wirklich schön, weil man viele Sachen dann oder teilweise einfach nicht erkennt. Deswegen, das muss abgetrocknet sein, es muss schön sein, damit man wirklich in Ruhe unten gucken kann und das nicht alles husch, husch, schnell, schnell macht. Also die Osmose-Geschichte ist natürlich genau der Grund, weshalb wir sagen, das Schiff soll fünf Tage an Land stehen, bevor wir messen, weil du kannst einfach nicht genau messen, wenn das Schiff gerade aus dem Wasser rausgekommen ist, es sei denn, du holst die Thermokamera raus, aber das ist dann sehr aufwendig, weil das Schiff beheizen musst und so. Also du kannst ja hier auch viel besser dran arbeiten und checken. Von daher sind 5 Tage immer so ein Wert, wo ich sage, da kann man dann gut messen. Das war der Grund, warum wir dieses Thema zum Thema dieses Videos machen. So, weiter geht's. Normalerweise schaffen wir ein Schiff dieser Größe an einem Tag, also vormittags Unterwasserschiff, mittags kommt es ins Wasser, nachmittags ein Sea Trial. Hier hatten wir allerdings einen zusätzlichen halben Tag wegen unserer Zugverbindung. Das ist auch nicht schlecht, denn mehr Zeit ist immer gut. Am nächsten Tag wurde die Dela morgens direkt ins Wasser gesetzt und lag schon am Steg, als wir angekommen sind. Allerdings ohne angeschlagene Segel.
Vorne rein. Oder den, alles? Kannst du doch gleich in die Segellast reinschmeißen. Das 35 Kilo schwere Großsegel. Genau, das war das nächste Thema, dass wir erstmal durchsteigen mussten, welche Segel denn jetzt welche sind. Es sind nämlich 6 verschiedene hier an Bord. Beziehungsweise waren sie in der Halle und wir haben sie erstmal alle angeschaut, in welchem Zustand sie sind und mussten wir durchsteigen, was jetzt was brauchen wir fürs Testsegeln. Also normalerweise sagt einem das auch entweder der Makler oder der Eigner. War hier nicht der Fall. Also hier haben wir wieder so ein typisches Thema. Wir haben vorher abgeklärt, dass wir Testsegeln. Die wollen jetzt nur mit dem Motor rausfahren, weil die das immer so machen anscheinend. Hier wird einfach nur mit Motor rausgefahren. So ein Segelboot ist halt scheiße aufwendig. Ja? Da haben die einfach keinen Bock drauf, das alles vorher aufzuriggen und dann müssten sie es danach wieder abriggen. Das ist halt echt ein bisschen nervig. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal mit Motor raus, testen das und danach rigguen wir das Segel auf und gucken uns die Segel an. Da siehst du natürlich nicht, wie das Schiff unter Schräglage, unter Krängung reagiert. Knarzt es oder knarzt es nicht? Funktionieren die Anlagen? Funktionieren die Rollanlagen etc. Ja? Das willst du ja alles wissen. Von daher, ja. Machen wir dann hinterher, gucken wir uns in Ruhe an, wenn wir dann aufgeregt haben. Aber sowas gehört einfach zum Service für ein 110.000 Euro Schiff, finde ich. Okay, nach dieser wirklich herben Enttäuschung, dass wir nicht Testsegeln werden, da hilft nur eins. Also die Bugs-Kisten hier, die sind so mein Traum, ja. Könntest du noch eine separate Kabine da unten einrichten. Also schön viel Platz drin, definitiv. Das ist jetzt Hardcore. Jetzt bin ich froh, dass ich von dünner Hering bin. Okay, wow. Tschüss. Tschüss. Also Decksalon ist ja eine nette Sache, weil du viel Platz hast. Aber du hast hier den Rumpf und dann hast du über dem Rumpf eine separate Schale. Die haben hier, wie heutzutage oftmals üblich, einfach eine Schale oben drauf gesetzt sozusagen. Aber dadurch, dass hier so viel drin ist in diesem Schiff, kommst du zum Beispiel an die Kielbolzen nur ganz schlecht ran. Du müsstest dann hier, wenn du da ran musst und mal was am Kiel machen musst du komplett hier ausbauen, Kühlschrank ausbauen etc. Und das ist halt der Nachteil von so einer Konstruktion hier. Also in der Mitte des Schiffes sozusagen hast du keine Bilgendeckel, da musst du alles ausbauen, weil hier mittig das große Bad sitzt und auch die Sitzgruppe hinten, das ist schon dann ein bisschen aufwendiger, wenn da mal was ist. Also wie es aussieht, hat das Schiff also weder von außen am Kiel noch von innen irgendwie eine Grundberührung gehabt. Da ist alles trocken, alles gut. Dass die Bilge jetzt auch nicht irgendwie sauber gemacht wurde, ja, was dann auch immer so ein Hinweis darauf ist, dass eventuell irgendwas nicht in Ordnung ist. Also entweder ein sehr reinlicher Typ oder es ist was vertuscht worden. Aber hier sieht man, dass hier schon mal irgendwie ein bisschen Wasser drin war, was für eine Bilge relativ normal ist. Aber es jetzt auch nicht sauber gemacht wurde, aber eben auch nicht dreckig ist oder so. Also das ist ein Zustand, der ist völlig in Ordnung. Alle Kielbolzen sehen gut aus. Gibt es jetzt nichts Negatives irgendwie zu sagen. Wenn man rausfährt zur Probefahrt, geht es hauptsächlich um den Check des kompletten Antriebsstrangs, des Steuersystems und natürlich der Segel und alles, was dazugehört. Der Motor ist topfit, also hört sich gut an, sprang auch sofort an als im kalten Zustand. Alles bestens, kommt Wasser, Rauch, dampft gar nicht. Also er hat schon Abgase, das ist klar, aber die sieht man nicht. Soweit alles im grünen Bereich. Ja, was er nicht hat, ist ein Motorstundenzähler. Er hat halt dieses ganz einfache Bedienpanel da dran, da siehst du auch keine Öl- oder Wassertemperatur. Von daher muss man da mal einen Bus anschließen, sodass man das auf dem Tablet oder sowas hat. Aber ansonsten macht ja, was er machen soll. Was ist denn das da unten? Ein Motorstundenzähler. Vorteil vom Motor unterm Decksalon ist definitiv die Lautstärke, ne? Er ist gut gedämmt, ja. Er ist aus dem Weg quasi. Du hast ordentlich Platz. Dadurch, dass das Schiff ja höher ist in der Höhe, ist der Motor einfach an einem Platz, wo er nicht stört. Allerdings kommt man halt auch schlechter ran. Das ist der Nachteil. Also wenn man das Schiff ins Wasser setzt, guckt man natürlich erstmal nach dem Borddurchlässen, ja, dass das alles dicht ist. Haben wir gemacht. Ist auch alles dicht, alles wunderbar. Borddurchlässe sind alle relativ neu. Ventile funktionieren alle problemlos. Also, was bestens.
Und bis auf den Teil mit den Segeln macht die Dela eine sehr gute Figur. Wir haben zumindest kaum Fehler gefunden. Insofern war die Ausfahrt schnell wieder vorbei und wir haben Nadine und Alex im Anschluss noch gezeigt, wie man die Segel anschlägt, damit sie als frische Eigner direkt starten können Richtung Ostsee. Am Vorsegel allerdings fehlt der UV-Schutz, was, wie wir finden, aber ein unbedingtes Muss ist, um möglichst lange Spaß an seinen Segeln zu haben. Es ist ein Laminatsegel. Es wird noch funktionieren, aber wenn du das Ding noch eine komplette Saison fährst, vielleicht 2, dann ist es durch. Wenn du es jetzt schön pflegst und den Überzug immer drüber machst, das siehst du, ne? Die haben keinen UV-Schutz hier drauf und damit wird das Laminat natürlich immer schön angegriffen. Wenn du es einfach nur so drauf rollst. Also der Tag neigt sich langsam dem Ende. Haben ein paar Sachen gefunden, ein paar Kleinigkeiten. Ansonsten ist das Schiff wirklich gut gepflegt. Ja, ist auf alle Fälle in einem guten Zustand. Man findet immer was. So auch hier, das machen sie alles noch. Also bis auf das Ruder sind es Kleinigkeiten. Und solche Sachen, die kann man dann natürlich immer noch für die Preisverhandlungen benutzen. Genau, also nach dem Gutachten sind wir dann zu dem Makler zurück und haben uns mit dem zusammengesetzt, wie es jetzt weitergeht. Und sie haben von sich aus gesagt, das mit dem Ruder, Osmose, da gehen sie mit dem Preis runter. Den Rest lassen sie machen. Von Oder sich aus. den machen sie selber. Was soweit auch okay ist, weil die wollen ja dann auch gleich losfahren. Und man muss natürlich auch sagen, dass das Schiff von vornherein einen sehr, sehr, sehr guten Preis hatte. Ja, definitiv. Also das hätten sie auch für 10.000 bis 20.000 Euro mehr verkaufen können, definitiv, Locker, ja. wenn sie ein bisschen länger gewartet hatten. Und so standen die Leute Schlange. Wir waren glücklicherweise die Schnellsten. Ne? Ja. So, und wenn man sich dann geeinigt hat mit dem Verkäufer, dann wird das Geld überwiesen. Ne? Ich hoffe, dass das Geld dann überwiesen wird. Hoffentlich machen sie es, ja. Nein. Dann findet die Übergabe statt, nachdem die Reparaturen gemacht wurden. Und dann sind unsere Kunden die Eigner dieser schönen Dela 41 DS. Genau, die sind schon ganz heiß drauf und können es gar nicht mehr erwarten, aufs Schiff zu ziehen und sind damit loszusegeln. Ne? Ja. Damit ist unser Job getan. Und wenn du bis jetzt bis zum Ende dieses Videos geschaut hast, dann weißt du ja quasi auch genau, worum es bei uns geht. Wir begleiten unsere Bootssuchen, Projekte, Gutachten gerne mit Kamera. Natürlich nicht alle, wer nicht will, der muss nicht. Und darüber machen wir Videos. Also wenn du jetzt zum allerersten Mal dabei bist und noch nicht abonniert hast, dann bist du jetzt herzlich eingeladen, genau das zu tun. Dann sehen wir uns nämlich definitiv wieder bei der nächsten Folge Bootsprofis. Die kommt nächste Woche. Da tauschen wir dann nämlich unsere Servicebatterien auf der Seven Seas. Und zwar wechseln wir von Bleisäure auf Lifepo. Also bis dahin, wir sehen uns. Ciao, ciao.